heute ja Besuch. Hallo, grüße euch. Hallo. Ihr seid? Clara. Ich bin die Emma. Ich bin der Nils. Ich bin die Alice. Ich bin die Tabea. Wir sind von der Hochschule der Medien. Und was habt ihr vor heute hier? Wir wollen mit dir ein kleines Video drehen für unseren Kanal, für Edit. Edit gibt es als Webseite und als YouTube-Kanal und ist ein Projekt der Studierenden an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ihr habt bestimmt Profi-Equipment dabei im Vergleich zu mir. Mit was filmt ihr denn? Ah ja. Mit einer Videokamera. Ich will schon gerne das Modell wissen. XA55. Ist bei euch schon klar, wer Kameramann, Kamerafrau wird, Tonmann, Tonfrau? Wir lernen das alles sehr flexibel, jeder macht mal alles und dann hat man da viele Möglichkeiten später. Jetzt machen wir mal einen Vergleich. Profi-Ausstattung. Und hiermit filmt Rigotti. Deswegen überlege ich gerade. So guckt, wo Mikro und wo. Nee, Ist es okay, wenn ihr alle auf YouTube seid dann und für immer und ewig gebannt mit euren Gesichtern? Ja. Von allen ein Ja. Ja. In diesem Video alles mal ein bisschen anders. Hier werde ich gefilmt, wie ich als YouTuber arbeite, wie ich selber filme. Aber die Szenen sind nicht gestellt. Die Arbeiten hätte ich sowieso gemacht. Deswegen bleibt dran, dass ihr seht, was jetzt noch alles zu machen ist. Wichtige Arbeiten. Die Aufnahmen der Studenten, die seht ihr außerdem, sobald es bei denen soweit ist, verlinke ich euch dann unter dem Video. Und jetzt weiter im Film. Ja. Gut, danke. Und ich filme, wie wenn ich filmen würde. Ja? Fertig? Und was jetzt auch noch raus muss, ist die Physalis. Die werde ich dieses Jahr das erste Mal überwintern. Bislang habe ich ja immer Stecklinge gemacht, also hier so ein Stück abgeschnitten, in die Erde rein und dann überwintert. Funktioniert ganz gut. Aber dieses Jahr, danke für eure Tipps, in die Töpfe werde ich also ausbuddeln. Und was ist Physalis überhaupt? Das sind diese wunderschönen Lampions hier. Und wenn ich mal eine aufmache, die sind da unglaublich gut geschützt. Ja, viele kennen es aus dem Restaurant, beim Nachtisch, da liegen die immer drauf. Unglaublich guter, fruchtiger Geschmack, süße Säure, beides vorhanden. Kann man super so essen oder Marmelade draus machen. Weiter. Ich habe die hier schon zurückgeschnitten. Die kommen jetzt raus. Also Topf. Und schaut mal die schöne lockere Erde an. Das ist, weil ich hier überall mit Hackschnitzel gemulcht habe, ganz dick. Oberirdisch wird die schön zurückgeschnitten. Und hier unten, die Wurzeln, die kürze ich gut ein, weil die sind manchmal sehr lang. Dann mit Erde auffüllen. Und fertig ist die erste Physalis-Pflanze zum Überwintern. Ab in den Keller. Hell, kühl und frostfrei. So sollten sie überwintert werden. Das ist bei mir hier im Keller am Fenster. Wir haben hier jetzt so 15, 16 Grad, ist fast ein bisschen zu viel, aber jetzt kommt auch gerade so ein bisschen die Sonne rein. Das heißt, jetzt wird es schnell warm. Ideal wären so Temperaturen über 5 Grad auf jeden Fall und so bis maximal 15 Grad. Dann sind die schön in der Winterruhe und nächstes Frühjahr kommen sie dann nach dem letzten Frost in die Erde und können dann zeitig losstarten. Wenn ihr dabei sein wollt, nicht vergessen, Kanal abonnieren, würde mich freuen. Kostet ja nichts. Und wichtig auch, die Pflänzchen hier über den Winter feucht halten, aber nicht nass. Und wie würdest du eigentlich so beschreiben, was ein Selbstversorger jetzt eigentlich genau ist? Weil jeder weiß es vielleicht nicht unbedingt, vielleicht weiß es auch unser Publikum nicht. Wie würdest du denn erklären, was ein Selbstversorger eigentlich genau macht? Ich werde manchmal angegriffen von Zuschauern, die sagen, ich sei gar kein Selbstversorger, weil ich mich ja nicht zu 100% selbst versorge. 100% geht natürlich nicht. Dazu müsste ich auf einer einsamen Insel und mit einer Quelle und dann. Aber hier muss man in einer Gemeinschaft leben. Ich muss Steuern zahlen, ich habe ein Auto, ich muss es voll tanken. Also ich muss auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und zu 100% aus dem Garten so gut wie nicht möglich. Aber es ist einfach so eine Erfüllung, wenn man
möglichst viel an Gemüse. Ich habe ja auch Bienen, dann den eigenen Honig. Ich habe Hühner, die werden noch geschlachtet. Dann habe ich das eigene Fleisch. Ich gehe angeln, dann habe ich da die eigenen Fische, die Eier von den Hühnern und so weiter. Das ist schon die Erfüllung, die ich habe. Das ist einfach toll. Also nicht nur die Erfüllung, weil es so schön ist, sondern auch, weil man allerbeste Lebensmittel hat. Und was hat dich so jetzt insgesamt motiviert, so Selbstversorger zu werden? Hast du das so von heute auf morgen entschieden oder war das ein längerer Prozess? Das war schon seit Kindheit in mir drin, keine Ahnung. Seit Kindheit, dass ich gerne Gärtner, so das eigene Herstellen, das ist dann irgendwann verschwunden, so in der Jugend, ganz klar. Da hat man andere Interessen. Aber später ist es dann wieder gekommen und immer stärker geworden. Und irgendwann habe ich das große Glück gehabt, dieses Grundstück hier zu kaufen mit einem riesen Garten. Und hier kann ich mich natürlich voll entfalten. Super, danke dir. Das wäre es dann für die Szene tatsächlich auch schon Gut. gewesen von uns aus. Was empfindest du denn jetzt bei der Gartenarbeit so? Was ist es für so ein Gefühl? Freude. Es ist wirklich schön. Das Lustige ist, wenn Leute zu Besuch kommen und die den großen Garten sehen, das Erste, was sie machen, ist das viel Arbeit. Aber für mich ist das ja überhaupt keine Arbeit, das ist einfach Freude. Ja, und die ganzen Szenen, die könnt ihr dann beim Edit-Magazin nachschauen, wenn die das veröffentlicht haben, so etwa Ende Dezember. Erstmal ohne die Kamera und dann machen wir das Ganze nochmal mit der Okay. Kamera. Ich passe auf. Einfach reinlaufen und... Ja, Gackis, seid ihr hier drin? Ja, super. Ach, schau mal, da gibt es noch Tomaten. Mögt ihr das? Ja, fein. Ja, was macht ihr denn draußen? Wie kommen die jetzt raus? Super. Super. Du auch, komm. Ja. Hopp, rein. So, Gackis. Hä? Ja. Ja, fein. Ja, fein. Ah, ist das gut? Ja, frische Gurke für Hühner. Ah, perfekt. Ja, genau, dann komme ich jetzt auf die Höhe. Ich lasse die Hühner mittlerweile ins Gewächshaus, denn hier können sie das restliche Unkraut rausholen. Und ich habe hier auch so Gurkenstückchen, das mögen sie total gern. Die restlichen Tomaten, die runtergefallen sind, verputzen die alles und es schmeckt ihnen total gut. Okay, ihr? Dankeschön. Und die Studenten filmen. So, brav bleiben. Und was macht man jetzt im Herbst auch schon? Vogelkästchen. Dann können die Vögel da drin schon überwintern. Da haben die ein bisschen einen Schutz. Im Frühjahr können sie dann gleich starten mit der Brut. Die kommen bei mir jetzt an die Wand. Ich habe mir von denen hier noch mal welche gekauft. Robert, vielen Dank dafür. Also Ziel ist es, dass ich das Vogelkästchen hier oben am Spitz an der Garage aufhänge, möglichst hoch. Und ich habe ja mehrere, ich verteile die schön am Haus. Problem ist, wie komme ich da jetzt hin? Hier habe ich ja mein Lager für die Bretter und Balken. So. Jetzt müssen sie nur noch einziehen. Wenn ich die ersten Vögelchen beobachte, lasse ich es euch wissen. Und ganz da oben am Dachspitz, da will ich auch noch einen Nistkasten unterbringen. Zu diesen Nistkästen aus Keramik werde ich nachher noch ein bisschen was erklären und zeigen, wie die funktionieren, wie sie aufgebaut sind. Ich finde die total klasse. Und in die schöne Mirabelle möchte ich auch noch einen Nistkasten hängen. Die Mirabelle hat dieses Jahr wunderbar getragen. Wir haben richtig viele Gläser Marmelade voll gemacht. Aber ich muss sie dringend schneiden. Sie wächst viel zu dicht. Das mache ich aber später. Im Moment nur ein paar Äste raus, damit ich überhaupt in den Baum reinkomme. Sieht doch klasse aus.
Die nächste Nisthöhle auf dem Balkon rauf. Ich finde es ja richtig klasse, wie die Aufhängung dafür gemacht ist. Einfach hier ein Haken, dann 3 Stahlseile, Edelstahl, rostet nicht. Und da unten sind dann so Nöppel dran. Und die Nöppel, die kommen hier jeweils rein. Dazu legt man die hier einmal gerade und schiebt sie dann hier in das vorgesehene Loch rein, bis sie innen durchkommen. Und da macht man auf allen 3 Seiten. Und schon hat man eine schöne, unauffällige Halterung, die sicher ist. Und der Deckel, der hat von innen ein Gummi mit einer Öse dran. Ich weiß nicht genau, wofür der da ist, aber ziemlich sicher zur Sicherung. Und ich könnte mir vorstellen, dass man ihn innen an diesen Haken mit dran macht. So. Dass wenn man später den Deckel mal aufmacht, kann man ihn einfach hier zur Seite hängen und er fällt nicht runter. So, und jetzt Vögelchen einziehen. Wo seid ihr? Und das Interesse der Vögelchen lässt auch gar nicht lange auf sich warten. Hier kommen schon die ersten Meisen. Und da, wo so ein Loch ist, eine Höhle ist, ja, das begutachten sie schon mal. Nächste Arbeit, die getrockneten Chilis zu Chili-Flocken verarbeiten. Das ist meine letzte Charge, die ich habe. Und habe ich ja schon mal gemacht. Im Dörrautomaten, da kann man außerdem viele andere Sachen noch trocknen. Hier meine Tomaten beispielsweise, getrocknete Tomaten in Soßen rein. Super, gibt nicht nur einen schönen Geschmack, gibt auch eine sehr schöne Farbe für die Soße, so eine schöne dunkle Soße. Pilze trocknen, wunderbar. Das ist hier außerdem der Birkenpolling vom Max, vielen Dank nochmal. Oder auch Fruchtleder. Das ist so richtig runtergetrocknet, ohne Zucker drin und schmeckt total gut. Aber jetzt Chilis, die gebe ich hier einfach in den Mixer rein. Machst du vorher ein bisschen klein, dann hat das nicht ganz so schwer. Oh, hier merke ich eine, die ist noch nicht trocken. Die ist viel zu feucht, die darf ich nicht nehmen. Es ist gut, wenn es so raschelt, aber sie dürfen auch ledrig sein. Das ist auch okay. Nur nicht feucht. Was ich hier jetzt habe, das ist ein Mix von milden Spitzpaprika und kleinen Scharfen. Das ergibt also so ein gut essbarer Mix von Chiliflocken dann. Ich mag auch gar nicht, wenn es zu fein ist, soll kein Pulver werden, sondern es sollen Chiliflocken werden. Oh, und da kommt ein Aroma raus, aber seid immer vorsichtig, wenn ihr die Nase reinhaltet. Es kann noch ein bisschen stauben und ganz schön wehtun, je nach Schärfegrad der Chilis. Oh, herrlich. Und so ein Glas reicht uns dann hier ungefähr eine Saison. Wichtig ist ein Deckel, damit das Aroma nicht verloren geht. Und das kommt wieder in meinen Vorratskeller. Den zeige ich euch noch nicht so genau, denn dazu wird es später ein separates Video geben. Was motiviert dich denn, deine Inhalte mit deinen Abonnenten zu teilen auf YouTube? Es macht einfach total viel Spaß. Und man hat so dieses direkte Feedback von den Zuschauern über die Kommentarfunktion, über Daumen rauf, runter. Und das ist einfach ein super Feedback, was man bekommt. Das macht schon fast ein bisschen süchtig. Manche haben damit auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil man kriegt ja nicht nur positives Feedback, sondern auch negatives. Aber damit müssen wir YouTuber einfach lernen mit umzugehen. Aber das ist, was mich motiviert. Super, mega. Danke. Danke. Gut. Danke. Das ist gut. Okay, super. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Selbstversorger zu werden? Entschuldigung, die Jacke ist wieder ein bisschen am Mikrofon. Okay. Jemand für die Maske habt ihr nicht mitgebracht? Da waren wir leider alle zu wenig. Läuft noch. Okay, alles klar, dann einfach nochmal alles gut. Wie bist du denn eigentlich so dazu gekommen, Selbstversorger zu werden? Ja, das ist gar nicht so plötzlich gekommen, sondern das habe ich eigentlich schon als Kind gerne gemacht.
Wenn ihr dieses Video, dieses Interview tatsächlich sehen wollt, dann sagt's mir, zeigt's mir mit einem Daumen rauf oder schreibt's in die Kommentare, dann werde ich separat veröffentlichen. Ansonsten wäre es hier einfach zu lange. Seid ihr auch zufrieden, wie es funktioniert hat? Total. Obwohl ihr nichts zu essen bekommen habt. Lag ja nicht daran, dass uns nichts angeboten wurde. Danke. War für mich auch wieder eine Erfahrung. Ich mache es ja schon seit 2016 jetzt und davor habe ich auch schon so ein bisschen für meinen anderen Beruf das ein bisschen gemacht. Aber super immer, wenn Profis oder ihr angehende Profis dabei seid. Kann immer was abschauen und vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Uns auch. Ja, wirklich. Ganz Dank. großes Ciao. Dankeschön. Ja. Ciao. Tschüss. Luzi, ihr Schatzele, so weit oben. Hä? Du Kleine. Ach, das Wetter ist noch mal so schön geworden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man Nistkästen baut aus solchen alten Stämmen hier. Manchmal findet man im Wald so Abschnitte, die lassen die liegen, weil sie innen ganz rotfaul sind. Und genau das brauchen wir. Nistkästen, die quasi nichts kosten. Ich zeige euch, wie es geht. Und das hier ist die Rotfäule, wenn ein Stamm innen so ganz weich ist und ich kann hier mit dem Finger reingehen, dann taugt der nicht mehr für Brennholz, der Stamm, und fürs Sägewerk schon dreimal nicht. Der Waldbesitzer hat bestimmt nichts dagegen, wenn ihr so einen Abschnitt mitnehmt, aber fragt vorher. Wichtig. Und je stärker so ein Baum rotfaul ist, wie der zum Beispiel, desto einfacher lässt sich's rausholen. Hier schon fast mit der Hand. Oder man nimmt so einen Stechbeitel und arbeitet sich damit durch. Auch mit Kamera. Ein super Werkzeug zum Aushöhlen ist außerdem so ein Bohrer hier, habe ich von eBay Kleinanzeigen, hat mich mal, glaube ich, 5 € gekostet. Findet man auch öfters mal auf dem Flohmarkt. Ideal dafür. Hier kann man es jetzt schön sehen. Innen ganz weich und morsch, außen hat er noch eine schöne feste Hülle. Ja, verdammt, immer mitten im Projekt. Aber wann sonst? Oh, Band gerissen. Als ich für meine große Bandsäge da hinten neue Sägeblätter gekauft habe, habe ich mir auch gleich ein paar für die hier bestellt.
Rückseite, da habe ich noch eine Latte hingeschraubt. Das ist einfach später zum Aufhängen ganz praktisch. Zeige ich euch gleich. Und den Deckel, den mache ich zwar auch mit Nägeln fest, aber da bohre ich vor. Und die kann ich dann ganz einfach wieder rausziehen, wenn ich den Nistkasten säubern will. Soll man ja einmal im Jahr. Ich habe hier Forstnerbohrer und ich nehme den größten, denn ich habe einen großen Nistkasten und vielleicht zieht ja ein Specht ein. Der hat einen Durchmesser von 4,5 Zentimetern. Und fertig ist mein wunderschöner Nistkasten. Wie gefällt er euch? Den hängen wir gleich auf. Naja, und warum habe ich den da oben nicht angestrichen, lackiert, damit er länger hält? Das ist wieder Müll in der Umwelt. So habe ich lieber einen dickeren Deckel hier verwendet. Und wenn der mal durch ist, in 6, 7, 8 Jahren, ersetze ich den einfach. Und sobald hier jetzt was einzieht, melde ich mich bei euch. Ich finde es klasse. Wie gefällt's euch? Und wisst ihr, was das hier ist? Das ist Saatgut von der Indianerbanane, Pau Pau. Hat mir die liebe Susanne zugeschickt. Vielen Dank dafür. Und du schreibst, man muss die Samen erst stratifizieren, bevor man sie aussät. Wie das geht, habe ich nachgelesen. Das Saatgut in einen Beutel geben, mit Sand, feuchtem Sand mischen und für circa 7 Wochen im Kühlschrank lagern. Es kommt noch zu meiner gehörnten Mauerbiene, die ich im Kühlschrank habe. Wenn ihr wissen wollt, wie es damit weitergeht, Kanal abonnieren. Dann habe ich noch mal Post bekommen. Hier möchte jemand eine Autogrammkarte. Frankierter Rückumschlag liegt bei. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Würde ich mich sehr freuen. Und jetzt sage ich Ahoi, euer Selbstversorger Rigotti. Bis nächsten Sonntag. Ciao.